Nach jetzt doch einiger Zeit habe ich doch endlich mal wieder Zeit gefunden, ein paar Kärtchen auszupacken. Und mittlerweile gibt es auch wieder um einiges mehr auszupacken, wie man hier vielleicht sehen kann. Habe ich nämlich zum Beispiel noch ein ganzes Display Obsidian Flammen, was ich tatsächlich bisher umgangen bin oder einfach nicht mitgenommen habe. Außerdem Entwicklungen in Paldea, eine Top-Trainer-Box, auch hier noch, ich glaube, gar nichts. Ich weiß nicht, bei der letzten Box waren ja so ein paar random Booster von Sets, die ich noch gar nicht habe, dabei. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welche das waren. Dann haben wir hier hinten noch die Morpeko V-Union Box, noch eine andere. Und die englische. Und dann habe ich noch, und ich denke, damit werde ich mich heute befassen, weil es das neueste Set ist, eine weitere Top-Trainer-Box vom 151 Set. Karmesin und Purpur, warum auch immer. Einfach nur, weil es die Zeit der Karmesin und Purpur Sets ist, nehme ich mal an. Denn wie ja wahrscheinlich die meisten wissen, die sich dafür interessieren, sind hier vor allem die ersten, oder ich glaube sogar nur die ersten 150, 151 Pokémon mit drin. Also packen wir das Ganze nochmal aus. Da ist sie. So sieht es aus. Und ich sehe gerade eine spezifische, boxspezifische Holokarte ist dabei. Da bin ich mal gespannt. So, das ist Müll, auch wenn es hübsch aussieht. Und durch die Box mit einem Heftchen vorne dran. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Es werden alle Karten gezeigt. Da kann man also auch direkt mal schauen, wie viel einem am Ende noch fehlt. Gibt aber natürlich mittlerweile andere Optionen dafür. Hier ist die Box. Hier ein bisschen raus, damit man mehr sieht. Hier sieht man schon die farblich unterschiedlichen Pokémon im Hintergrund, was ich finde ganz nett, wie ich finde ganz nett gemacht ist. Und dann schauen wir aber doch mal rein. Das sieht ja etwas wüst aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gemacht habe. Sieht ein bisschen krumm und schief aus alles. So. Durch den Inhalt, da haben wir einmal Kartenhüllen mit dem Muster, was wir auch außen auf der Box sehen. Sehr hübsches Muster. Leider sind die Kartenhüllen, die da dabei sind, für gewöhnlich nicht die Größe, die ich ganz gerne mag. Hier ist der Code für die Box. Da gibt es bestimmt die Promokarte, die wir hier haben. Eine hübsche Relaxo-Promokarte. Holo-Effekt. Nett gemacht. Ich lasse sie, glaube ich, in der Hülle drin. Habe ich bei diesen Promokarten bis jetzt immer gemacht. Aber ein hübsches Bild. Taubsi auf dem Bauch. Ich mag's. Ach, das Stick da habe ich jetzt erst entdeckt. Ich mag das einfach auch, wenn es so, wie soll ich sagen, so eine feine Lineart ist. Sieht einfach hochqualitativer dadurch aus. Gefällt mir sehr gut, die Karte. Die stellen wir mal hier hinten hin. Dann, wie immer, ein bisschen Energie für den Start. Ein paar Trenner. Die werde ich wahrscheinlich auch verwenden, aber nicht hier in der Box. Damit, die setze ich immer zwischen die Sets in meinen Bulk. Das sind wahrscheinlich Gift und Verbrennung. Marker. Die sahen bis jetzt, zumindest die ich habe, sahen immer anders aus. Die sind neu, die habe ich so noch nicht. Sehen auch ein bisschen einfach aus, aber gut. Dann haben wir ein paar Würfelchen für Schaden. Und dann Booster Packs. So, dann kommt der ganze Rest hier mal beiseite. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ja gar nicht mal wenig. 9 Booster, 151. Ich weiß nicht, wie der Kartentrick ist. Ich glaube, die Booster sind alle gleich designt. Es gibt, glaube ich, nur das eine Mew-Bild vorne drauf. Das heißt, ich habe viele Versuche, eins zu öffnen auf eine Art und Weise, wie ich es aufheben kann. Ich versuche doch immer einen Booster pro Art
ganz hübsch zu haben. Das ist ganz okay schon. So, wie machen wir das jetzt? Erstmal der Code, zack. Und dann aktuell, oder in der letzten Zeit war es immer, dass man, glaube ich, nur 1 nach vorne tut. Ich probiere es einfach aus und dann schauen wir mal. Das sieht gut aus, wenn die Energie vorne ist. Okidoki. Also, wir fangen an mit Slimer. Wie gesagt, alles neu. Noch keine einzige Karte von diesem Set geöffnet, zumindest nicht in echt, nur online ein paar gesehen. Es gibt einige Designs, die, habe ich das Gefühl, sich so ein bisschen an alten Sets orientieren. Deswegen, einige kamen mir sehr bekannt vor, weil ich sie damals gezogen habe. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, aus so wirklich Base-Set vergleichbar sind sie nicht. Ich dachte, es wäre so eine Art Remake von dieser Artwork, ist es aber nicht. Slimer. Schon mal ganz, ganz nett. Nichts Außergewöhnliches. Das gilt aber für die meisten Karten in diesem Set, soweit ich weiß. Schön, dass der Hintergrund zum Pokémon passt. Das ist ja auch immer oder nicht immer so. Ähnlich hier auch. Anton passt gut in den Hintergrund. Einfaches Bild, aber ein schickes Bild. Hübsch gemacht. Ganz nett. Rettan in einem sehr anderen Stil. Ich weiß nicht, ob er mir gefällt. Ich mag es ja gerne sauber. Ich mag es gerne crisp. Und das sieht hier nicht so aus. Ich bin sicher, es gibt viele, die das mögen. Tragosso. Gibt es auch wesentlich schönere Bilder von Tragosso, muss man sagen. Das ist schon so. Hier, das ist zum Beispiel sowas. Das kommt mir super bekannt vor, weil das früher ja auch gerne auch in den Originalspielen, das Sprite von Golbat war sehr verzogen irgendwie, sah ein bisschen crazy aus und ich glaube, dass das dem so ein bisschen nachempfunden ist. Was ich nett finde. Es ist zwar jetzt nicht das schönste Bild, aber es ist trotzdem ein gutes Easter Egg, wenn man so will. Snobilikat. Sieht einfach gut aus, weil das Pokémon gut aussieht. Kann man machen. Ich mag die Farben. Da schon die erste Reverse Solo mit Dragonier. Schönes Bild. Hübsch, hübsch. Glutexo, das sieht natürlich cool aus. Das ist immer so die Artwork, wie ich sie mag. Da steckt was dahinter. Da hat sich jemand Zeit genommen. Und das bei einem Pokémon, das, naja, Glutexo ist jetzt nicht der Favorite, aber trotzdem sehr cooles Bild. Lege ich mal beiseite hier. Und die erste Rare ist ein Starmie. Eine Holo Rare. Und die Artwork ist relativ einfach. Dicke Line Art, das ist das, was ich meine. Jetzt, wenn man mal zum Beispiel den Unterschied hier betrachtet zwischen Starmie und Snobilikat. Links fette Line Art, fette Lines um das Starmie drumherum. Rechts sehr feine Linien, finde ich immer schöner. Aber da scheiden sich die Geister. Also ich weiß auch, dass viele diese dicken Line-Arts mögen. Weil es halt mehr comicartig aussieht. Ich mag es halt, wenn es ein bisschen mehr auf die realistische Ebene geht. Zack. So, nächster Code. Deutscher. 1 nach vorne. Und weiter geht's. Liegt da auch wieder sehr einfach gemacht. Vom Stil her. Mir persönlich ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Ich finde, da kann man, gerade wenn man so ein Set macht für die ersten 150 Pokémon, jetzt noch einmal alle in neu. Da finde ich, kann man auch mal was Schickes draus machen, oder? Hier auch das Traumato, das sieht aus, als wenn es gar nicht dahin gehört. Das sieht aus, als hätte man ein ganz normales Traumato-Bild genommen, hätte es um 45 Grad gedreht und da reingeklebt. Also, das geht besser. Das wiederum sieht ja wohl schick aus. Alleine durch diesen Lichteffekt, durch die Stance, der Kamerawinkel von schräg unten, sieht doch direkt nach was aus. Und das ist jetzt auch kein krasses Bild, sagen wir mal. Ja, aber wenn die so aussehen, da bin ich voll zufrieden mit. Sehr schönes Bild. Tartini, wieder ein bisschen einfacher. Parasek, naja. Ich fände es schöner, wenn es nicht ganz im Schatten wäre, aber allein die Tatsache, dass es da so einen Schatten gibt, ist schon ganz nett. Und du hast ja viele Details im Hintergrund hier. Das gefällt mir gut. Viele kleine Pilze, Gräser, Pflänzchen. Da steckt zumindest ein bisschen Mühe drin. Giovannis Charisma. Okay. Ja, Giovanni gehört wohl dazu. Austos sieht wieder ein bisschen einfacher aus, aber dafür einfach ganz, ganz nett designt. Zubat
dafür, dass es so ein simples Pokémon ist, sieht ganz cool aus. Einfach durch die Stance. Sehr schön. Als Reverse Holo. Quapo als Reverse Holo. Weiß ich gar nicht, ob mir das gefällt irgendwie. Dieses Verschwommene finde ich ein bisschen komisch. Weiß nicht. Das sieht ja fancy aus. Das ist ein interessanter Stil. Es ist nicht so clean. Ich mag es ja lieber, wenn es ein bisschen cleaner aussieht. Hier sind versucht, sehr viele Details in die Haut einzuarbeiten. Es hat auf jeden Fall was. Ich finde es gut. Es geht mehr aus diesem niedlichen Taschenmonster-Ding raus und geht ein bisschen mehr in das. Es ist eine Kreatur, es ist ein Monster. Was Dino-artiges, das finde ich ganz cool. Ich finde, an der Haltung hätte man noch was machen können. Hätte noch ein bisschen cooler aussehen können. Aber gefällt mir schon sehr gut. So, da ist die Kamera kurz ausgefallen, aber ich glaube, es läuft wieder alles. Also weiter geht's. 2 Booster haben wir erst auf. Ich muss sagen, es ist sehr gemischt, finde ich, wie die Bilder so sind bisher. Es gibt wirklich welche, wo ich denke, warum haben sie das überhaupt gemacht? Pure Zeitverschwendung. Und andere sind wirklich schick. Ich frage mich mal, wie die das am Ende festlegen. Wo wird mehr investiert, wo weniger? Kein Plan. So. Weiter geht's. Mushas. Sehr vergleichbarer Stil, würde ich sagen, mit Austos. Ist das der gleiche? Ich kann es kaum lesen. Yes, es ist der gleiche Artist. Sieht man. Ist einfach genau das gleiche. Ist einfach hier schon mal direkt wieder ein Stück besser. Die Farben sind cool durch die Licht- und Schatteneffekte. Grelle Farben, aber trotzdem kräftig. Gefällt mir sehr gut. Einfacher Hintergrund, nicht zu viele Details im Hintergrund, aber passt zum Pokémon, was auch vom Design her relativ einfach ist und trotzdem durch die Perspektive sehr interessant. Schöne Karte. Gefällt mir gut. Die gefällt mir richtig gut. Direkt auf den ersten Blick kräftige Farben, schönes rosa-lila, schönes kräftiges Grün, Schatten ist da, Licht ist da. Auch schön die Position, die Lichtquelle hier schön gewählt. Das gefällt mir richtig gut. Schöne plastische Darstellung. Sehr cool. Obwohl nichts drauf passiert. Ganz einfach. Aber hier, das ist wieder sowas, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Als wenn es in einem alten Set, muss ich nachher nochmal gucken, ob es da ein Abra gibt, was genauso aussieht. Das kommt mir so bekannt vor. Nette Karte, einfach, aber auch hier, ne, alleine dadurch, dass hier durch Licht und Schatten so ein 3D-Effekt entsteht, gefällt mir direkt viel besser als viele andere. Hier gibt es zwar auch Licht und Schatten, aber wieder so einfach gemacht, dass es sehr 2D aussieht. Ne? Naja, das hatten wir schon. Taubos. Ja, der Hintergrund ist schöner als das Pokémon. Aber ist okay. Sarahs Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wer Sarah ist. Hornliu. Auch wieder ein bisschen einfacher, aber trotzdem schön mit Licht und Schatten gespielt. Ganz nett. Achso, das war Reverse. Und die erste EX-Karte. Geowarts EX. Geowarts selber etwas einfach. Wir haben ja so einen Sternchen-Holo-Effekt. Ganz schön. Das Pokémon selber ein bisschen einfacher, wie gesagt. Aber auch hier, man hat so eine Lichtquelle, die von unten kommt. Da hat sich einer Gedanken gemacht. Ist schon schön, ist schon sehr schön. Wenn es das gibt oder gäbe, in Full Art nochmal ein ganz Stück cooler, glaube ich. Sehr schön. Die erste, ich sag mal, hochwertigere Karte. Geowarts. Ich würde es eigentlich da hinten hinstellen, aber ich habe Sorge, dass es dann schon anfängt, so ein bisschen sich zu verbiegen. Irgendwie macht die Kamera heute Faxen hier. Da ist nochmal der Code vom nächsten Booster. Ich hoffe, sie hält es aus und ich hoffe, ich bemerke es, wenn sie es nicht aushält. So. Fukano.
Relativ einfach. Man sieht hier wieder diese Licht- und Schatteneffekte, die sehr, sehr simpel sind. Aber immerhin genug, um eine gewisse Plastischkeit reinzubekommen. Man kriegt so ein 3D-Gefühl. Aber irgendwie ist die Anatomie hier komisch. Ich weiß auch nicht, irgendwie sieht es komisch aus, das Bein hier. Aber gut, sonst nettes Bild. Kleinstein. Kein Stil, den ich jetzt besonders cool finde, aber zumindest auch hier ein bisschen aufwendiger wieder. Macht es einfach direkt ein bisschen besser. Pummeluff, wieder Plumluff. Wieder leichter und einfacher gemacht, aber einfach Regenbogenwagen. Wir haben ein Normal-Pokémon, was jetzt eigentlich ein Feen-Pokémon ist. Ist einfach niedlich. Pummeluff ist halt Pummeluff, gell. Sterno wie Starmie vorhin. Nicht mein Fall. Greifarm, okay. Kingler auch wieder. Das kommt mir so bekannt vor. Ich muss echt nachher die Karten durchgehen. Vielleicht blende ich die so neben der eigentlichen Karte ein. Zum Vergleich, wenn ich eine finde, die genauso oder sehr ähnlich aussieht, wo man merkt, okay, das ist dem nachempfunden. Also ich bin mir fast sicher, dass ich eine Karte in dem Stil früher hatte. Okay, das ist ein sehr interessanter Stil. Problem bei der Karte für mich, es sieht aus, als wenn sie verzerrt wäre irgendwie. Und als ob das Original aber cool ausgesehen hätte. Aber interessanter Stil. Gefällt mir schon mal ganz gut, muss ich sagen. Man müsste noch mal so ein bisschen rauszoomen können. Es ist irgendwie, als hätten sie nur so einen kleinen Ausschnitt von dem Bild gezeigt. Überreste Reverse Holo und die nächste Holo Rare ist ein Raichu. Leider auch ein bisschen einfach wieder. Ich finde ja gerade bei Raichu, also Pikachu bzw. seine Weiterentwicklung, kann man schon mal ein bisschen mehr machen, oder? Da hätte man was Schickeres draus machen können. Naja, aber es ist ganz niedlich. Kann man schon machen. Next. Raichu, Pikachu, haben wir noch keins. Ich versuche ja immer, mich nicht zu sehr spoilern zu lassen. Bei diesem bei diesem Set habe ich tatsächlich vor einiger Zeit mal geguckt, wie die so aussehen, weil ich wissen wollte, ob ich einfach investieren wollte oder nicht. Und da gab es schon viele, die mir nicht so gut gefallen haben, muss ich sagen. Aber so ein paar erwartet man ja immer, da machen die dann doch was Besonderes drauf. Ich bin gespannt. Hier hatten wir schon, Tramato auch, Dicta auch. Fleckmon noch nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Nicht meine Lieblingskarte. Ammonitas auch wieder relativ einfach. Das sieht aus, als ob es aus den ersten Sets sein könnte, weil es einfach so simpel ist. Im Gegensatz dazu, Tauros sieht ein ganzes Stück cooler aus wieder. Das sieht aus, als könnte es aus einem Pokémon-Film sein. Also der Versuch, es möglichst im Original zu belassen, im Originaldesign zu belassen und trotzdem realistisch aussehen zu lassen. Das gefällt mir sehr gut. Das auch. Ja, hier die Farben einfach super realistisch. Ne? Es sieht halt nicht aus wie aus einem Comic. Das gefällt mir sehr gut. Interessanter Hintergrund auch. Pokémon passt in den Hintergrund. Es passt einfach zum Pokémon. Man sieht, das Pokémon bekommt hier einen Charakter, eine Geschichte, wenn man so will. Sehr schön. Dann Reverse Holo Taubsi. Interessanter Stil, kann man machen. Ist ganz schön. Ja, ist okay. Aerodactyl nochmal, diesmal in Reverse Holo. Sehr cool. Und die nächste Rare ist eine Holo Rare, und zwar ein Ditto. Was eine interessante Wahl ist, wie das hier dargestellt wird. Okay, I guess, kann man machen. Komisch, hätte ich nicht gemacht, aber kann man machen. Ich hätte ja doch das Pokémon ein bisschen mehr in den Vordergrund geholt. Aber okay. Wie viel haben wir noch? Noch 4 Stück mit dem hier. Durch der Code, falsch rum. Zack. So. Okay, eine Holo-Energie. Interessant. Nehme ich. Glumanda. Haben wir noch nicht. Sehr schön.
Nicht zu komplex, nicht zu kompliziert, ganz einfach, aber ganz süß. Kann man machen. Ähnlich wie bei Bisasam. Habitak, ein bisschen cooler als das Taubsi eben. Durch die etwas realistischeren Schatteneffekte. Gefällt mir auch ganz gut, könnte ein bisschen mehr im Licht sein. Knofensa, ganz anderer Stil, nicht meins, muss ich sagen, aber irgendwie interessant, artistisch. Mirapla ist mir zu einfach, muss ich so sagen. Rizoras hier zum Beispiel schon wieder sehr viel cooler. Schatten und Co. nicht super realistisch, das sieht mehr aus wie aus dem Comic, aber kann halt trotzdem richtig gut aussehen. Ja, hat sich auch einer Mühe gegeben. Da passiert was auf dem Bild. Du hast Action, du hast schöne, kräftige Farben. Gefällt mir. Sehr coole Karte. Kokowai ist okay, sage ich mal. Finger haben wir schon, Ammonites haben wir schon. Okay, direkt danach Amoroso, was scheinbar einfach auf dem Fels sitzen geblieben ist, gewartet hat, bis, keine Ahnung, das Wasser dreckig wurde und dann hat es sich entwickelt. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Zack. Ich habe jetzt einfach irgendwie akzeptiert, dass das erste Booster, was ich geöffnet habe, das ist, was ich behalte. Obwohl die alle eigentlich ganz gut aufgegangen sind. Durch the Code. Immer falsch rum. Müsst ihr selber gucken. So. Jetzt werden schon einige Wiederholer kommen, denke ich. So groß ist das Set ja auch nicht. Sind ja auch nur die 151 Pokémon. Bisa Knosp. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Artist eine Entwicklungsreihe immer bekommen hat. Hat man gerade auch bei Ammonitas Amoroso gesehen. Die sahen vom Stil her identisch aus. War mit Sicherheit der gleiche Artist. Haben wir auch vorhin schon gesehen bei, was war das? Wie bei Starmie und Sterndu zum Beispiel auch. Bisa Knosp sieht genauso schick aus wie Bisasam. Ist wahrscheinlich der gleiche Artist. Gefällt mir richtig gut. Einfach niedlich. Einfach gut gemacht. Lamos, jo, ist okay. Okay, das sieht auch aus wie direkt aus dem Comic genommen, aber aus einem guten Comic. Finde ich okay, kann man gut machen. Schönes Bild. Das ist ja wohl richtig schick. Warum können die nicht alle so sein? Sehr hübsches Bild. Sehr schön gemacht. Auch wieder so ein realistischer Stil, so ein bisschen wie beim Tauros vorhin. Gefällt mir sehr gut. Das ist schon die zweite goldene Mew-Karte, die ich habe. Weil ich weiß nicht, wie es hier ist. Bei dem anderen Set, wo ich das hatte, war es die eine wertvolle Karte aus dem Set. Mew sowieso. Ich meine, Mew, einer der Favorites, bei mir auch aus den ersten 151 Pokémon. Ich meine, es ist das eine mysteriöse Pokémon, aber ich mag auch einfach das Design. Es ist einfach und trotzdem sehr schön niedlich gehalten. Auch hier in der Darstellung wirklich schön. Es gibt viele Mew-Karten, die mir nicht so gefallen. Die Darstellung gefällt mir sehr gut. Und ich meine, Goldkarten sind einfach immer crazy abgefahren. Sehr cool. Was haben wir noch? Ein Chanera. Auch süß gemacht. Will ich jetzt gar nicht so ignorieren vor dem Mew. Weil gefällt mir wirklich gut. Das sieht aus, als wenn es aus so einem Tamagotchi oder sowas, so ein kleines Handheld-Spiel oder sowas wäre. Sehr süß. Aber das Mew, das muss ich jetzt mal direkt hier einpacken. Da darf nichts dran kommen. Okay. Also ich muss nachgucken, ob es am Ende tatsächlich was wert ist. Aber mit Goldkarten rechne ich nie, weil sie einfach so selten sind. Sehr coole Karte. Oder? Ist das schick? Ist auch, also wenn ich mir eins hätte aussuchen können, ein Pokémon von den ersten 151, wo ich gerne eine bessere, eine besondere Karte von gehabt hätte, dann wäre es Mew gewesen. Also sehr cool. Noch keiner von den Startern, by the way. Noch keine dritte Entwicklungsstufe von den Startern. Gucken, ob da noch was kommt. Es sind nur noch 2 Booster. Wir gleich schon durch. Oder was heißt schon? Das Video ist wahrscheinlich ein gutes Stück länger als die meisten Videos, die ich mache. Zack. Der Code.
das ist jetzt, habe ich mal richtig vermeintlichen Jackpot, wir werden es sehen. Carpador, der Hintergrund ist besser als das Carpador gemacht. Das ist ja immer so ein Punkt, an dem ich mich so ein bisschen stoße immer. Aber alles in allem ist es trotzdem eine ganz schicke Karte. Mauzi, ähnlich wie bei Chanera eben, einfach niedlich. Einfach gut gemacht. Es ist nichts Besonderes, aber es ist einfach niedlich. Zack, kann man nichts falsch machen. Und hier, guckt euch den Unterschied mal an. Oder was alleine die Perspektive hier ausmacht. Mankey sieht einfach stinklangweilig aus, sorry, aber ist so. Owei übrigens auch. Georok, ja, im gleichen Stil wie Kleinstein vorhin. Ganz cool einfach, weil was passiert. Und auch ein interessanter Stil. Nicht mein Lieblingsstil, aber ganz nett. Akani wie Fokano. Schöner Stil. Gefällt mir ganz gut. Auch schöner Hintergrund. Oder? Kann man sich so aufhängen. Stimmt, die Vögel hatte ich auch noch nicht. Arctos. Der schönste der 3 Vögel. Sehr schön. Als Reverse Holo Rare. Das nehme ich doch. Schönes Bild. Nichts krasses irgendwie, aber trotzdem schön gemacht. Jupp, Secret Rare. 177 von 165. Goldener Stern. Also, ich kann nicht behaupten, dass es eine besonders schöne Karte wäre. Kein Stil, der mir besonders gut gefällt. Ist bestimmt irgendwie ein bekannter Artist oder sowas, weil es so ein sehr spezifischer Stil, sage ich mal. Muss man mögen, aber ist bestimmt eine coole, eine seltene Karte. Fancy. Mashok. Und die Rare Kabutops. Muss ich jetzt sagen, Kabutops gefällt mir besser. Kabutops ist auch eins von den Pokémon, die ich tatsächlich sehr gern mag, von den ersten 151. Mir gefällt das Design. Und hier auch einfach schön in Szene gesetzt, finde ich. Zentral, der Hintergrund morpht sich so ein bisschen um das Pokémon wie ein Rahmen. Cool gemacht. Schöner Stil. Gefällt mir gut. Aber ich glaube hier diese Secret Rare, die packe ich auch mal direkt ein. Jetzt nicht die allerschönste Secret Rare, die ich je gesehen habe, aber bestimmt ein bisschen was wert. Schwing. Kommt mit dazu. Sieht gar nicht aus wie eine Karte, sieht aus wie, weiß ich auch nicht, ein Bild. So, letztes Booster. Okay, das machen wir mal so auf. Mal gucken, ob das jetzt viel besser funktioniert oder viel schlechter. Eher schlechter. Okay. Kärtchen raus. Der letzte Code für heute. Einen nach vorne. Und das letzte Booster. 101. Vielleicht das letzte für mich überhaupt. Noch eine Holo-Energie. Nehme ich immer gerne. Okay, das haben wir schon. Ich denke, jetzt werden wahrscheinlich die meisten schon haben. Rion habe ich noch nicht. Ja, gleicher Stil wie Rizoros. Sieht cool aus. Sieht einfach gut aus. Plastisch, kräftige Farben. Bin ich immer dabei. Schön. Haben wir schon. Yugong, auch neu. Ganz schön. Irgendwie, mir fehlt noch so ein... Es poppt noch nicht so. Das Pokémon kommt nicht so raus. Es ist so ein bisschen, als wenn das Pokémon ein Hintergrund wäre und der Hintergrund die Hauptperson ist. Aber ansonsten ein schönes Bild. Blockchain habe ich auch noch nicht. Nicht mein Lieblingsstil, aber schon alleine dadurch, dass was passiert, dass wir eine interessante Perspektive haben, durchaus nicht schlecht. Gold King auch neu, sehr schön, dass da noch ein bisschen was kommt. Einfach schön. Kann man machen. Machomai auch neu, nice. Und eine Rare. Reverse Holo Rare. Auch hier kommt es mir wieder bekannt vor, aber Machomai ist natürlich, wenn der eine Kampfstance irgendwie hat, dann davon wird es mit Sicherheit zigtausend Bilder geben. Also kann gut sein, dass es einfach genauso aussieht wie ein anderes Bild. Rattan als Reverse, okay. Sieht cool aus. Sieht einfach schön. Kann man machen. Machomai auch neu, nice. Und eine Rare. Reverse Holo Rare. Auch hier kommt es mir wieder bekannt vor, aber Machomai ist natürlich, wenn der eine Kampfstance irgendwie hat, dann davon wird es mit Sicherheit zigtausend Bilder geben. Also kann gut sein, dass es einfach genauso aussieht wie ein anderes Bild.
Und Elektroball, was auch einfach nochmal schön aussieht. Auch das kommt mir wieder sehr bekannt vor, aber bei Elektroball kann man nun wirklich nicht viel Interessantes machen. Sehr schön. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dieser Box. Wenig jetzt ultra krasses, also war noch eine EX, glaube ich, ne? Geowatts meine ich. Zip, wo ist sie? Irgendwo hier vergraben. Ich weiß nicht, wie die Ausbeute bei solchen Boxen, ob das irgendwie festgelegt ist, wie viele Karten einer bestimmten Seltenheitsgruppe es so geben sollte, wird, wie auch immer. Aber mit einer normalen EX, einer Gold EX und dann noch so einer, die aussieht wie eine Trainer Gallery Card, bin ich voll zufrieden. Sehr schöne Ausbeute, schöne Karten, gerade bei einem Set, wo ich dachte, ich habe doch viel online gesehen, wo ich dachte, das ist nicht so meins, das Set lasse ich möglicherweise sogar aus, aber dafür bin ich mit der Ausbeute echt mega happy. Richtig schöne Karten. Das freut mich richtig. Ich weiß noch nicht, was das nächste Mal wird. Also nächstes Mal wird natürlich erstmal gekocht, nicht vergessen. By the way, falls ihr noch neu seid, in der letzten Zeit sind ja viele neue dazugekommen und mein Kanal taucht immer mal häufiger mittlerweile irgendwo auf. Falls ihr also neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr liked und abonniert. Der Channel macht so halb und halb Pokémon-Karten oder Gaming und Kochen. Also 2 völlig unterschiedliche Themen. Aufgeteilt in 2 Playlists. Also falls ihr nur das eine sehen wollt, einfach die Playlist ansehen. Gerne, wie gesagt, abonnieren würde mich sehr freuen. Und liken und gerne auch kommentieren, wenn ihr hier aus den Codes irgendwas gezogen habt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin.